Hände weg. Ich empfehle euch, das Geld zu verbrennen, bevor ihr da investiert. Reiner Betrug. Nachher tust du noch einmal 5'000 Stutz drauf, nachher jetzt musst du 10'000 drauf tun, sonst verlierst du die ersten 10'000, die sind jetzt in Gefahr. Dahinter steckt einer der grössten Scams, die es im Internet gibt. Promis werden missbraucht für solche Fake-Werbungen. Wer draufklickt und Geld investiert, der wird schamlos abgezockt. Und schlussendlich waren es 21'000 Stutz, die ich in die Luft gesetzt habe. Wir reisen nach Zypern, um mehr darüber herauszufinden. Während der Recherche sind wir auch mehrmals gewarnt worden. Legt euch nicht mit denen an. Wir haben es trotzdem gemacht. Also sie drohen mir. Wer steckt hinter diesen dubiosen Investmentplattformen, die Leute abzocken? Es fängt fast immer auf Social Media an. Das gilt auch bei unserer Recherche. Meine Facebook-Timeline ist voll mit solchen gefälschten Promi-Werbungen. Das hier ist auch noch krass, oder? Da siehst du irgendwie Christa Rigozzi und dann hat man ihr da so wie blaue Augen gemacht. Also man spielt irgendwie so mega mit so einem Schockmoment von der Christa Rigozzi, wo aber eigentlich nachher nur ein Scam-Artikel dahinter steckt. Schon also eine perfide Masche. Wenn man auf die Werbung klickt, landet man auf einer gefälschten Newsseite. Die sieht aus, wie wenn es ein Artikel vom Blick wäre. Aber wenn man jetzt nicht mega aufmerksam schaut und siehst am Anfang einfach Blick, könnte man vielleicht schon noch darauf hineingehen. Das Prinzip ist immer das Gleiche, oder? Es ist irgendein Promi, der so sagt, ja, er hat irgendwie eine krasse Investitionsmöglichkeit herausgefunden und die Regierung will das eigentlich unter dem Deckel behalten. Das ist eigentlich so ein bisschen das Narrativ, das sich durch all diese Scams durchzieht. Um herauszufinden, wer dahinter steckt, haben wir bei einem Account angefangen, der genau so Werbungen postet. Diese Anzeige die kommt von Alessandro Hämmerle. Er ist österreichischer Profi-Snowboarder. Er hat sogar Olympiagold gewonnen. Was hat der mit so Fake-Werbungen von Schweizer Promis zu tun? Das ist schon recht absurd. Sally, wie geht's? Danke, gut. Das ist echt schwer. Jemand hat die Kontrolle über seinen Facebook-Account übernommen. Am Alessandro sein Account hat dann so absurde Fake-Promi-Werbungen gepostet. Er hat nichts dagegen machen. Da kommt da schon mal ein riesen Schock, wenn du siehst, nicht erstens, dass es gehackt wurde, sondern was da überhaupt passiert auf dieser Page und dass du eigentlich nichts machen kannst. Hast du so die Inhalte ein bisschen angeschaut, die gepostet wurden? Ja, das hat mir richtig leid getan und mich auch irgendwo verletzt, wie viele auch darauf eingefallen sind und mich mit dem in Verbindung setzen. Wenn du dich fragst, wer klickt überhaupt auf so Facebook-Werbungen, es sind ziemlich viele. Allein die Posts von Alessandro seinem Account haben fast 800'000 Leute gesehen und fast 8% haben draufgeklickt. Wer draufklickt, landet auf dubiosen Investmentplattformen und dort kann man so richtig viel Geld verlieren. Ja, okay, melden wir uns mal an. Um herauszufinden, wer dahinter steckt, melden wir uns selber über den Fake-Artikel mit der Christa Rigozzi an. Genau der, der am Alessandro seinen Account gepostet hat. Ah, schau jetzt. Ich habe gerade schon einen Anruf. Ja, hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Herr Aaron Peters. Also ich sehe das Ineffex und ich bin das jetzt ein bisschen am Anschauen. Wir sind also auf der Investitionsplattform Ineffex gelandet. Die Person am Telefon gibt sich als meine Kundenberaterin aus. Die Webseite sieht modern aus. Man kann dort angeblich auf Währungen und Rohstoffe spekulieren. Aber die Schweizer Polizei warnt vor Ineffex. Und es gibt auch mehrere Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Plattform in der Schweiz. Die Leute haben hier schon viel Geld verloren. Am Telefon werden sie nämlich zu extrem riskanten Investitionen gedrängt. Wir lassen uns trotzdem auf das Spiel ein. Mindesteinsatz ist 250 Franken. Einzahlung, ja, da bin ich jetzt drauf, ja. Wir möchten Sie überzeugen, dass das hier bei uns gut ist und dass Sie davon was haben. Wenn Sie 250 bei der Fang einzahlen, geben Ihnen 250 oben drauf. Dann können Sie mit unseren 250 erstmal am Finanzmarkt starten und sich das Ganze erstmal anschauen und überzeugen lassen. Das klingt fast ein bisschen zu gut, zum wahr sein. Auf der Webseite von Ineffex steht, wer soll dahinter stecken. Angeblich eine Firma aus Mauritius. Wir recherchieren das recht aufwendig, haben verschiedene Leute angeschaut, aber das Ganze ist eine Sackgasse. Die Firma dahinter ist ziemlich sicher einfach eine Briefkastenfirma.
Auf der Seite ist aber noch eine zweite Firma angegeben aus Zypern. Die soll Zahlungen für Ineffex abwickeln. Dass da bald noch viele weitere Firmen zum Vorschein kommen, das haben wir da noch nicht gedacht. Zuerst verbringen wir aber mal ziemlich viel Zeit auf dieser Seite Ineffex. Ich merke mir schnell, das ist alles ziemlich geschickt aufgezogen. Immer wenn ich auf der Webseite bin, dann ruft mir die Beraterin an. Sie sieht irgendwie, was ich dort am machen bin. Das heisst, wir müssen aufrüsten. Das hier ist übrigens der Fabian. Wir recherchieren zusammen. Wir haben uns Hilfe geholt von IT-Forensikern von der Firma Forentech. Mit ihnen wollen wir herausfinden, von wo die Leute uns anrufen. Wir gehen den digitalen Spuren nach. Wir haben stundenlang mit Callcenter telefoniert. Ja, hallo. Mit verschiedenen Fake-Identitäten. Ja, hallo. Und immer neuen IP-Adressen. Ja, hallo. Ja, hallo. Und SIM-Karten. Ja, hallo, Frau. Wir waren so richtig ready gewesen. Wie alt sind Sie? Ich bin 47. 47, haben wir mal lange überlegt. Okay. Ja, in dem Alter muss man mal ein bisschen überlegen. Irgendwann vergisst man da den Geburtstag auch so ein bisschen. Ja. Zugegeben, wir haben irgendwann ein bisschen den Überblick verloren. Und trotz viel Aufwand, auch die digitalen Spuren helfen uns nicht wirklich weiter. Die Telefonnummern, die sie brauchen, sind zwar aus der Schweiz, aber gespooft. Das heisst, es wird eine Nummer angezeigt, die gar nicht die echte ist, und auf die Nummer kann man auch nicht zurückrufen. Jetzt schauen wir mal, wo die sitzen. Die IT-Forensik-Auswertung hat auch nichts ergeben. VPN detected. Die Investmentplattform ist gut durch VPNs geschützt, also man sieht weder, wo die Server stehen, noch wo das Callcenter ist. 250 drin und irgendwie noch eine Transaktionsgebühr. Wenigstens die Zahlung, die wir mit Bitcoin gemacht haben, die gibt uns spannende Hinweise. Unsere Bitcoin-Zahlung landet auf einem Account, wahrscheinlich ein sogenannter Mixer. Mit dem kann man verschleiern, wer das Geld wirklich überkommt. Zu dem Mixer da gibt es viele Warnungen und Scam-Meldungen. Das macht es zwar dubios, hilft uns aber nicht wirklich herauszufinden, wer dahinter steckt. Ineffex ist nicht allein. Das merken wir bald. So dubiose Anbieter machen immer wieder neue Seiten auf. Wir wollen herausfinden, wer hinter diesen Scams steckt und sind dabei in ein rechtes Rabbit Hole abgetaucht. Wir haben einzelne Sätze von diesen Webseiten genommen und die gegoogelt. Das hat uns ein Anwalt empfohlen. Danke übrigens an dieser Stelle für den Tipp. So stoßen wir auf andere Seiten mit anderen Namen. Aber die Texte sind oft genau gleich wie bei Ineffex. So finden wir Invesa Capital, Invest Markets, OBR Invest und ForexTB. Das Ganze sieht aus wie Copy-Paste. Zum Teil sind die Plattformen sogar gleich designt. Das Telefon-Headset taucht auf allen Seiten am exakt gleichen Ort auf. Und auch die Menüliste ist oft identisch. Was sie alle auch gemeinsam haben, wenig gute, aber sehr viele schlechte Bewertungen. Auf Trustpilot, das ist eine Bewertungsplattform. Leute aus der ganzen Welt beschweren sich, dass sie zum Investieren gedrängt werden, ihr Geld nicht zurückbekommen, dass sie abgezockt werden. Viele schreiben auch von Betrug. Ineffex ist also nur eine von vielen Plattformen, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Viele unzufriedene Kunden haben und Achtung, alle haben eine Verbindung nach Zypern. Da haben wir gemerkt, hinter dem steckt ein System. Wir schauen im Handelsregister, wer eigentlich hinter Ineffex, OBR Invest, Invesa Capital, Invest Markets und ForexTB steht. Die Plattformen lassen sich alle zu einem Netzwerk verbinden. Im Handelsregister tauchen immer die gleichen 2 Personen auf. Das Netzwerk zockt schon lange Schweizer Kundinnen und Kunden ab. Auch SRF hat schon über einzelne von diesen Plattformen berichtet. Sie heisst Invest Markets. Die Plattform heisst investmarkets.com. Und irgendwann hat man das Gefühl, ja, jetzt läuft's und es wird einem auch auf dem Bildschirm enorm gute Zahlen präsentiert. Oder? Und das Problem ist einfach, wenn man dann von dem Gewinn, der hier ausgewiesen wird, abziehen will, dann klemmt es. Auch über Invesa Capital haben wir berichtet. Dort hat ein Rentner Anfang Jahr 300'000 Franken verloren. Wenn man einmal eingezahlt hat, dann ist man irgendwie in diesen Fängen. Der Ablauf scheint immer der gleiche zu sein. Die Leute machen zuerst hohe Gewinne, werden dann am Telefon zu immer höheren Investitionen gedrängt und verlieren plötzlich alles, wenn sie das Geld abheben wollen.
Wir haben bei der Schweizer Staatsanwaltschaften nachgefragt. Sie haben uns Dutzende Strafverfahren im Zusammenhang mit diesen Plattformen bestätigt. Die Verfahren werden aber oft sistiert, weil nicht klar ist, wo die Täter sitzen. Fast alle Opfer schämen sich extrem für das, was ihnen passiert ist. Wenn sie darüber erzählen, dann anonym. Aber wir haben jemanden gefunden, der reden will. Konradin, hoi. Ciao. Freut mich. Ja, geht's gut? Der Steffo ist TÜV-Mechaniker. Er ist auf die Plattform Invesa Capital hineingefallen. Ich sage das dann, als ich mich angemeldet habe, es ist 5 Minuten gegangen, dann ist das Telefon gegangen, hat sich einer vorgestellt, von Invesa Capital und Zeugen sind Senior Manager und dein Leben wird sich verändern. Und hat sich verändert? Ja. An allen Orten, wo du hörst, die den alten Leuten anrufen, der Großmutter, die Nichte ist verunfallt und der müsst und so. Und du sagst, wie kannst du nur so blöd sein, wie kannst du auf so etwas hineingehen? Kannst genau das Gleiche hier sagen, oder? Wie kannst du so blöd sein und darauf hineingehen, dass du innerhalb irgendwie von einem Tag 2 sollst irgendwie 5.000 oder 10.000 Steine verdienen? Aber gleich hast du es geglaubt in dem Moment. Du bist auf dieser Plattform und das sieht alles zusammen so real aus, weißt, von dem her. Und der Trade ist mal und du siehst, es geht auf, es geht runter. Oh, wow, jetzt habe ich 50 Stutz gewonnen. Und dann plötzlich verlierst du das Ganze. Und dann kommt der andere wieder, ja, du, los, es geht nicht. Komm, jetzt holen wir das Geld zurück. Komm jetzt mit... Du 5'000 Stutz drauf und dann geht es so, oder? Und dann tust du noch einmal 5'000 Stutz drauf und dann jetzt musst du 10'000 drauf tun, sonst verlierst du die ersten 10'000, die sind jetzt in Gefahr. Dann geht es so weiter, oder? Und schlussendlich waren es 21'000 Stutz, die ich in die Luft gesetzt habe. Das tut weh, oder? Ja, sicher. Es hat eine Zeit gegeben, da haben wir nicht einmal Ferien gemacht im Jahr und dann tut es schon weh, oder? Und das ist Geld, eigentlich, das für die Pension vorgesehen ist. Machst du Strafanzeige oder wie gehst du jetzt weiter? Ich habe es eigentlich abgeschrieben. Gegen wer will die Anzeige machen? Invesa Capital, gibt es das überhaupt? Das wird betrogen, auf 100 und zurück. Das ist nicht einer, der Geld verdient hat. Das ist nicht einer, der Geld... Mal, es hat solche, die Geld verdienen, aber die sind auf der anderen Seite. Die sind nicht auf der Seite, wo wir Zahlungen machen. Man muss dazu noch sagen, auf der Invesa Capital Seite steht, dass es sich um hochriskante Finanzwetten handelt und dass sie keine Empfehlungen zum Kauf von Finanzprodukten geben. Auch die anderen Plattformen aus dem Netzwerk haben so Warnungen. Das steht aber in einem krassen Gegensatz zu dem, wie es offenbar meistens am Telefon abläuft, wo man richtig zum Investieren gedrängt wird. Darum haben wir an diesen Plattformen ganz viele Fragen geschickt. Antworten haben wir von keiner von diesen angeblichen Investmentplattformen bekommen. Aber wer sitzt jetzt wirklich auf der anderen Seite? Und wo wird das Ganze organisiert? Wir haben noch 2 weitere Plattformen gefunden, die zu dem Netzwerk gehören. Investus und 24 Option. Beide sind heute nicht mehr aktiv. Aber 24 Option war für uns ein Durchbruch, um diesen Abzocker auf die Schliche zu kommen. Die Plattform war in ganz Europa aktiv, hat auch einen grossen Fußballclub gesponsert. We are champions. Bring your trading talent to our winning platform. Let your talent burst. 24 Option, official partner of Juventus Football Club. Es gibt YouTube-Tutorials auf Schweizerdeutsch, zum Traden zu lernen. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Schweizer Webinar. Ich habe auch mit 1000 natürlich angefangen. Da wir Schweizer sind, haben wir natürlich ein bisschen mehr Geld. 24 Option ist aber als Scam aufgeflogen. Letztes Jahr sind 2 ehemalige Mitarbeiter in Deutschland verurteilt worden, wegen gewerbsmäßigem Betrug. Das Urteil haben wir hier. Steht drin, die Kundenbetreuer haben mehr Provisionen bekommen, je höher die Einzahlungen der Kunden waren. Und sie haben gegenüber den Kunden ein als freundschaftlich wahrgenommenes Verhältnis aufgebaut. Die Anklagten haben die Kunden jeweils über die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten von diesen Trades getäuscht. Es sei praktisch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Kunden das gesamte Handelskonto-Guthaben verlieren. Die 2 Berater haben eine Gefängnisstrafe bekommen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt immer noch gegen mehrere Dutzend Beschuldigte. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Der Chef dieser 2 Verurteilten war ein Geschäftsmann, der laut Handelsregister in Zypern wohnt. So zeigt er sich auf seinem LinkedIn-Profil. Und dort sehen wir auch, er hat noch eine andere Firma zu Zypern. KC Fyriakis Services.
die wird jetzt wichtig. Da laufen nämlich alle Fäden zusammen. Auf LinkedIn finden wir Jobprofile von ehemaligen Mitarbeitenden. Dort schreiben sie, was ihre Aufgaben für die Plattformen waren. KC Fyriakis soll 24 Option quasi gemanagt haben und auch andere Plattformen. Jemand schreibt, er hätte sich um den Verkauf bei den Plattformen gekümmert, die Monatsziele vorbereitet und ein Team von 40 Kundenbetreuerinnen in ganz Europa geleitet. Jemand anderes schreibt sogar, er hätte neue Marken aufgebaut, also Plattformen. Was heisst das jetzt genau? Wir haben eine Firma gefunden, die mutmaßlich wichtige Entscheidungen für die Investmentplattformen trifft. Sozusagen das Management vom Abzockernetzwerk. Wenn du das jetzt selber auf LinkedIn nachschauen willst, das ist leider nicht mehr möglich. Wo wir die Leute kontaktiert haben, sind die Profile und die Infos mega schnell gelöscht worden. KC Fyriakis streitet die Vorwürfe ab. Die Firma KC Fyriakis schreibt uns: Ihre Annahme, dass KC Fyriakis Services Limited zu einem Netzwerk gehört, ist falsch. Die Firma kenne zwar ein paar von den Plattformen, aber nicht alle. Weiter schreiben sie uns: KC Fyriakis hat keinen Einblick in die internen Abläufe der genannten Unternehmen. Und zu den Verurteilungen und laufenden Verfahren zu 24 Option: KC Fyriakis ist ein eigenständiges Unternehmen und hat nichts mit 24 Option zu tun. 3 Leute, die für die Investmentplattformen geschafft haben, sind bereit gewesen, uns zu erzählen, wie das intern zu und her geht. Ihre Aussagen haben wir auf Schweizerdeutsch nachgesprochen und auch die Szenen da sind nachgestellt. Das ist zu ihrem Schutz. Das Geld ist nie am Markt investiert worden. Die Kundinnen haben einfach ihr Geld gesetzt und gehofft. Die haben nie eine Chance gehabt zu gewinnen. Das ist alles eine Illusion in dieser Industrie. Und die Rechtfertigung war dann immer: Wer so doof ist, da zu investieren, der hat es nicht anders verdient, als abgezockt zu werden. Das war immer der Spruch vom Chef: Wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders. Wir Callcenter-Mitarbeitenden müssen schauen, dass die Kunden das Geld nicht auszahlen wollen. Und wenn sie es gleich wollen, dann wird es kompliziert. Für das sind nämlich die Zahlungsspezialisten aus Zypern zuständig. Die machen solche Auszahlungen gar nicht gern. Und sie machen es nur, um dem Kunden aufzuzeigen, dass es dann wirklich auch funktioniert. Alle 3 Insider bestätigen uns auch, dass das Netzwerk immer wieder neue Plattformen auftut. Das ist das typische Vorgehen. Man fährt eine Plattform gegen die Wand, macht die zu und macht eine neue auf. Die Maschine läuft weiter, halt einfach unter anderem Namen. Das Netzwerk aus Zypern ist übrigens nicht das einzige, das mit Fake-Promi-Werbungen die Leute auf Abzockerplattformen lockt. 140 Millionen Franken. So viel haben die Leute aus der Schweiz bei so Online-Scams verloren, allein letztes Jahr. Das ist krass viel Geld und es wird immer mehr. Wir haben auch Dokumente von einem Whistleblower bekommen. Und mit diesen Infos verstehen wir das System von dem Scam immer besser. Die Leute, die einem im Namen von diesen Plattformen anrufen, arbeiten nämlich häufig nicht direkt für die. Das ist ausgelagert in Callcenter in Rumänien, in Griechenland, in Zypern, in Kolumbien oder in den Philippinen. Das ist ein Video von Social Media aus einem ehemaligen Callcenter in Albanien. Die Firma hat für 24 Option telefoniert. Es hat Trophäen gegeben für den besten Telefonverkäufer. Offenbar haben nicht nur die Strippenzieher profitiert, sondern auch ein paar der Telefonverkäufer. Grosse Partys scheinen da dazugehört zu haben. Aus den Dokumenten sehen wir auch, gegründet hat das Netzwerk, das wir gefunden haben, Leute aus Israel. Dort ist auch 24 Option entstanden. Inzwischen hat sich das Netzwerk aber nach Zypern verlagert. Höchste Zeit also für uns, um wieder mal da rauszukommen. Limassol. Bekannt als Badeort, aber auch für die vielen Investmentplattformen, die hier daheim sind. Man nennt die Stadt auch Little Dubai. Do you know also like Invesa Capital? Or? Wir versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um mehr herauszufinden über die Plattformen von dem Abzockernetzwerk. Would you guys invest your own money there or? Bro, it's no? cheap. I know 100% it's cheap. It's cheap. 100%. Really? Jetzt habe ich in diesem Kiosk da gerade 2 Leute getroffen, die Deutsch reden. Sie arbeiten für eine Investitionsplattform. Sie haben mir nicht genau sagen, welche das ist. Aber sie haben gesagt, wenn ich mein Geld behalten will, soll ich auf keinen Fall dort investieren. Das Thema das scheint also bestens bekannt zu sein.
Aber wir wollen ja die Leute finden, die das Netzwerk steuern. Vor der Reise haben wir uns Adressen herausgeschrieben, wo die Firmen könnten sein. Und auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Leuten, die mal in diesem System gearbeitet haben. Und wir haben auch mit dem Chris abgemacht. Er ist auch Journalist und hat schon mehrere Investigativrecherchen zu Zypern gemacht. Er hat im Vorfeld auch versucht, ein paar Kontakte klar zu machen. Er ist aber nicht sehr optimistisch. It's nearly impossible. I think we're gonna be lucky if we get the next employee to talk to us. Und so ist es. Am Telefon will niemand mit uns reden. We will publish a report about this, so it is important to get a statement. Strategiewechsel. Wir gehen direkt bei den Adressen vorbei, wo KC Fyriakis könnte sein. Die Firma, wo die Fäden von dieser Abzocke zusammenlaufen. Das war leider eine Enttäuschung. Die Firma kennt da niemand. Also da finden wir sicher niemanden, der irgendwie ein Callcenter betreibt. Das sieht da alles recht ausgestorben aus. Wir klappern alle Adressen ab von diesen Firmen aus dem Netzwerk, das wir haben. Leider erfolglos. Auch bei KC Fyriakis probieren wir anzurufen. Check the number and call again. Also die offizielle Nummer von KC Fyriakis auf der Webseite existiert nicht. In dieser Recherche sind wir mehrmals gewarnt worden, dass wir es hier mit gefährlichen Leuten zu tun haben. Auch hier zu Zypern. Die Firma KC Fyriakis schreibt uns später in einer Mail, die Vorwürfe seien falsch. Es gäbe auch keine Verbindungen zu gefährlichen oder kriminellen Leuten. Zu den Überschneidungen im Handelsregister schreiben sie, dass Zypern halt ein kleines Land sei und das darum nichts beweise. Nicht im Trading Mekka Limassol, sondern in der Hauptstadt Nikosia haben wir nach 2 Tagen endlich einen Erfolg. Es ist angeschrieben. Siehst du schon von da? Es ist angeschrieben. Forex TB ist da. Finally, endlich mal irgendein Schild, wo etwas steht. Also das ist eine von diesen Investmentplattformen von dem Netzwerk. Zumindest mal eine Adresse, wo man irgendetwas findet. Am Telefon hat der Chef von ForexDB nichts sagen. Wir wollen aber unbedingt antworten. Hi, we are looking for Mr. Jetzt hat er gerade aufgemacht, gerade wieder abgeschlossen. Hallo, Mr. Das war es wahrscheinlich. Nächstes können wir dem Ganzen nicht mehr. Eine Idee haben wir noch. Wir melden uns wieder bei Ineffex, dort wo wir ganz am Anfang mal 250 Franken investiert haben. Ja, hallo. Wo sie uns anrufen, konfrontieren wir sie mit dem, was wir herausgefunden haben. Ich habe Ihr Büro gesucht in Nikosia und ich finde da nichts. Im Gespräch löse ich die verdeckte Identität auf und sage, dass ich undercover recherchiert habe. Ich werde mit einem Vorgesetzten verbunden und merke schnell, der weiß einiges von dem, was da läuft. Wissen Sie, ich finde Sie süß. Weil Sie wissen gar nicht, wohin Sie sich begeben haben. Haben Sie mal... Wenn Sie so, ja, wo habe ich mich denn begeben? Lassen Sie mich mal ein bisschen Gerne. erklären. Wie kann es sein, dass so eine Plattform so lange lebt, seit 11 Jahren funktioniert, Menschen Gelder verlieren, Gelder verdienen? Das ist eine sehr interessante Aussage, weil die Ineffex-Webseite ist erst 2020, also vor 4 Jahren, registriert worden. Wie lange gibt es Ineffex schon? 11 Jahre? Ich glaube, Sie haben da gerade was gesagt, was Sie nicht sagen sollten, oder? Was sage ich? Sie sagen, Ineffex gibt es seit 11 Jahren? Oder meinen Sie da eher das Option 24 Netzwerk, um welches es da geht? Ist ja egal. Es ist egal, oder? Weil alle diese Plattformen sind genau gleich. Ja, und Sie sitzen ganz süßer? Ganz süßer. Es geht noch eine Weile hin und her und nachher wird es richtig unangenehm. Sind Sie gerade auf Zypern? Ja. Ja, wo denn? In Limassol. Ja, und Sie trauen sich das auch. Das ist ja okay im Prinzip, ne?
Wieso? Muss ich da Angst haben? Ich weiß es nicht. Sie sind ein sehr mutiger Mann. Und manchmal gibt es Mut, der wird belohnt, und manchmal gibt es Mut, der passiert was danach. Was vielleicht Ja, nicht. also Sie drohen mir. Nein, Sie haben mir jetzt Dinge unterstellt. So geht es noch ein ganzes Zeitchen hin und her. Ja, das war jetzt interessant gewesen. Endlich mal so ein längeres Gespräch, ein konfrontatives mit denen. Der hat sich jetzt ein bisschen Zeit genommen. Aber es ist schon noch typisch, sie getrauen sich nur am Telefon mit einem zu reden. Kaum ist man dort vor Ort und klopft an die Türe, dann schliessen sie einem gerade die Türen vor der Nase zu. Nach dem Telefon schliesst uns Ineffex von der Plattform aus. Zahlt uns unser Guthaben aus, sogar ein bisschen mehr, als wir eingezahlt haben. Der Grund für den Ausschluss: wir haben uns nicht vollständig identifiziert. Das ist komisch. Wo sie uns zu immer höheren Investitionen überreden wollten, hat das noch keine Rolle gespielt. Ich glaube, wir müssen unsere wirklichen Fragen jetzt per E-Mail stellen. Dann bin ich mal gespannt. Trotz mehrmaligem Nachfragen hat keine einzige Investmentplattform unsere Fragen beantwortet. Nur von KC Firiakis haben wir Antworten bekommen. Sie würden Betrug nicht tolerieren und hätten keine Verbindungen zu den erwähnten Plattformen. Zum Teil würden sie die nicht mal kennen. Also, wer steckt jetzt wirklich dahinter? Wir haben angefangen mit dubiosen Werbungen auf Facebook. Jetzt sind wir hier zu Zypern und haben ein Netzwerk aufgedeckt, das den Leuten das Geld aus den Taschen zieht. Wir sind auf eine Firma gestossen, die scheinbar immer wieder neue Plattformen auftut. Wir sind uns ziemlich sicher, das alles ist erst die Spitze vom Eisberg. Von so ähnlichen Abzockerplattformen gibt es übrigens Hunderte. Es scheint zumindest für die Scammer ein richtig gutes Geschäft zu sein.